Die fachgerechte Montage hat einen großen Einfluss auf die Funktion und Langlebigkeit des Fensters und beginnt mit einer gründlichen Planung. Das passende Abdichtungssystem wird vor der Baustellenmontage geplant und hängt wesentlich ab von der Belastung und den erwarteten Fugenbewegungen, der Ebenheit und Maßhaltigkeit der Leibung, der Tragfähigkeit des Wanduntergrunds sowie der Beschaffenheit der Fugenflanken. Hierbei helfen der Montageleitfaden und der kostenlose Online-Montageplaner des IFT Rosenheim. Anputzdichtleisten sind ideal für den schlagregendichten Anschluss zwischen Fensterrahmen und Außenputz, zum Beispiel beim Fenstereinbau, in Wärmedämmverbundsystemen sowie als raumseitiger luftdichter Abschluss zum Innenputz. Es gibt einteilige Systeme mit einer geprüften Bewegungsaufnahmefähigkeit von bis zu 4 mm und mehrteilige Systeme mit mehr als 4 mm. Das ist die Fähigkeit der Anputzdichtleiste, Bewegungen zwischen Fensterelementen und Außenputz schadfrei aufzunehmen und wird als wesentliche Eigenschaft im technischen Datenblatt angegeben. Eine Gewebearmierung sorgt für eine optimale Verbindung zum Putz und wird bei Wärmedämmverbundsystemen vom Hersteller vorgeschrieben. Die Anputzdichtleiste sollte nach IFT-Richtlinie MO-011 geprüft sein. Die Anputzdichtleisten sollten erst kurz vor dem Verputzen aufgebracht werden, idealerweise durch den Putzer. Sie können aber auch schon durch den Fensterbauer im Werk auf den Blendrahmen aufgebracht werden. Bei dieser kritischen Gewerkeschnittstelle muss der Planer oder Bauherr festlegen, wer welche Arbeiten ausführt und dafür haftet. In Abhängigkeit von der Größe der Fensterelemente, des Rahmenmaterials und der Farbe der Oberfläche muss eine geeignete Anputzdichtleiste ausgewählt und fachgerecht montiert werden. Bei großen Abmessungen oder dunklen Fensterfarben muss die Anputzdichtleiste eine ausreichende Bewegungsaufnahme haben. Bei guter Organisation der Gewerke kann auf eine temporäre Abdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk verzichtet werden. Zu Beginn sind die Schutzfolien von den Rahmen zu entfernen und die späteren Haftflächen von Staub und Verschmutzung zu reinigen. Danach ist eine Haftprobe der Leiste durchzuführen. Bei dieser Probe wird ein 10 cm langer Leistenabschnitt kräftig auf das Fensterprofil angedrückt und nach 10 Minuten mit einer Zange abgezogen. Wenn keine Ablösung in der Klebefläche der Leiste erfolgt, ist die Haftung ausreichend. Wenn sich die Klebung von der Oberfläche des Blendrahmens löst, ist die Haftung nicht ausreichend und eine Vorbehandlung des Fensterrahmens notwendig. Oder die Profile müssen anstatt der Klebung mit einem eingeklemmten, komprimierten Dichtband abgedichtet werden. Die Ergebnisse beider Haftproben sind negativ. Eine Reinigung bzw. Vorbehandlung ist erforderlich. Im ersten Schritt ist die Oberfläche des Fensterprofils mit Wasser, Reinigungsmittel oder einem sanften Lösungsmittel zu reinigen. Anschließend wird der Klebetest wiederholt. Wenn die Haftung immer noch nicht ausreichend ist, muss zusätzlich zur Reinigung noch ein spezieller Primer eingesetzt werden. Dieser wird von den Herstellern der Anputzdichtleisten geliefert oder freigegeben. Die Mindestüberdeckung des Blendrahmens durch die Wärmedämmung beträgt 30 mm inklusive der Fugenbreite. Hieraus ergibt sich die Lage für die Anputzdichtleiste. Die Informationen zur Überdämmung sind den Werkzeichnungen zu entnehmen. Aus diesem Maß ergibt sich auch die Lage der Fensterbank-Bordstücke und damit die Länge und Position der Fensterbank. Die Position der oberen Anputzdichtleiste ergibt sich aus den Rahmengärungen des Fensterrahmens und dem seitlichen Randabstand. Bevor die Anputzdichtleisten aufgebracht werden, muss die Fensterbank montiert werden. Es empfiehlt sich die Montage eines schlagregendichten Fensterbanksystems, weil dann keine wasserableitende Folienwanne unter der Fensterbank erforderlich ist. Ein schlagregendichtes Fensterbanksystem besteht aus dem Fensterbankprofil, den schlagregendichten Bordstücken, einem Dichtprofil und gegebenenfalls Längsstoßverbindern und ist entsprechend geprüft. Für die schlagregendichte Einbindung der Fensterbänke in ein Wärmedämmverbundsystem gibt es spezielle Bordstücke mit großer Aufstandsbreite, um die Abdichtung zwischen Dämmplatten und Bordstück zu ermöglichen, beispielsweise durch ein vorkomprimiertes Dichtband.
Bei Auskragungen der Fensterbank von über 15 cm muss diese durch Fensterbankhalter unterstützt werden. Die Tiefe der Fensterbank ist abhängig von der Dämmstoffdicke und sollte zwischen 3 und 5 cm über die Außenwand hinausragen. Nachfolgend werden die Längen für die Anputzdichtleisten am Blendrahmen gemessen und mit einer speziellen Auflagenschere exakt zugeschnitten. Die Ecken können dabei auf Gärung oder stumpf geschnitten werden. Hierbei sind die Angaben des Herstellers der Anputzdichtleisten zu beachten, die Systemvorgaben zur Abdichtung im Eck- und Stoßbereich enthalten. Das können zum Beispiel Moosgummiformteile, spritzbarer Dichtstoff oder ein vorkomprimiertes Dichtband sein. Zunächst werden die aufrechten Leisten und dann die obere Leiste angebracht. Anschließend wird die Schutzfolie vom Fensterprofil bis zur markierten Stelle abgezogen und die fertigen Anputzdichtleisten werden zunächst nur ganz leicht angedrückt. Wenn alle Leisten gut passen, können diese fest per Hand oder mit einer Andruckrolle angedrückt werden. An den Anputzdichtleisten sind jeweils Schutzlaschen mit Klebestreifen anextrudiert. Über die Selbstklebung kann schnell und leicht eine Schutzfolie vor die Fenster montiert werden, damit diese bei den Putz- und Malerarbeiten vor Verschmutzungen geschützt werden. Diese Lasche darf erst nach der Aushärtung des Putzes entfernt werden. Nach dem Aufkleben der Wärmedämmplatten und Aushärtung des Klebers wird die erste Lage des Putzes angebracht. Der Putzer muss die Leiste fachgerecht in den Putz einbinden und darf die Schutzfolien erst entfernen, wenn der Außenputz abgebunden ist. Die ordnungsgemäße Funktion von Anputzdichtleisten ist erst gegeben, wenn der Putz vollständig ausgehärtet ist. Damit sind Anputzdichtleisten ideal für den dichten Anschluss zwischen Fensterrahmen und Putzsystemen im Innen- und Außenbereich.